Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Baumscheibenkunstwerkstatt. Was eigentlich immer ganz gut ankommt, das sind solche Drehteller. Der hier besteht jetzt beispielsweise aus Birkenholz. Ich möchte es aber mal welche tatsächlich aus Baumscheiben machen. Dazu habe ich mir hier zwei so Baumscheiben eben, Cookies sagen auch viele Leute dazu, aus einem Baum, angeblich Zeder, geschnitten. Und der hat jetzt hier einen großen Riss. Der andere sieht ungefähr genauso aus. Und sehr weit verbreitet wäre ja jetzt hier mit Epoxy zu füllen. Bin ich jetzt kein ganz großer Freund von. Deshalb werde ich versuchen, hier flüssiges Aluminium reinzugießen. Dazu schneide ich jetzt hier als erstes links und rechts die bekannte Butterfly-Kontur raus, um das Ganze besser zu verzahnen. Und werde auch den Schlitzgrund hier ein bisschen aufmachen, dass das Alu nicht in diese ganz feinen Spalten reinfließen muss. Und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze läuft. Wenn ich den Ausschnitt hier jetzt mit Alu fülle, dann wird sich das Aluminium beim Abkühlen ziemlich stark zusammenziehen und das Inlay wird dann eventuell lose sitzen. Deshalb werde ich zur Verbesserung der Verklammerung zwischen Holz und Aluminium jetzt hier in die Seiten noch Schrauben eindrehen. Und zwar so, dass die Köpfe noch ein Stück weit rausgucken und von dem Aluminium richtig gut umschlossen werden. So sieht es jetzt also aus mit ein paar Schrauben drin. Die werden jetzt für eine gute Umklammerung sorgen und dafür, dass das Aluminium nicht rausfällt. Zumal ja nach dem Gießen um das Aluminium so eine verkohlte Holzschicht außenrum stehen bleiben wird, die ja natürlich auch nicht allzu viel hält. Daher die Schrauben. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch abdichten und dann können wir gießen. Bevor man weiteres Aluminium zur Schmelze hinzufügen kann, sollte man die Stücke vorheizen. Es könnte sonst zu einer Dampfexplosion kommen und dann fliegt einem flüssiges Aluminium um die Ohren. Das sollte um jeden Preis vermieden werden. Hier entferne ich jetzt die Schlacke, die auf der Schmelze schwimmt, und auch mein dafür benutztes Werkzeug ist natürlich vorgewärmt. Nach Gießen, Abkühlen und 2 Stunden im Backofen bei 60 Grad zum Wiedertrocknen sieht das Ganze jetzt also so aus. Speziell bei diesem Exemplar hier, das war beim ersten Guss gebrochen.
Jetzt ist also hier so eine Art Mini-River-Table draus geworden. Das hat jetzt durch das mehrfache Gießen doch ein bisschen in der Stabilität gelitten. Das heißt, ich werde jetzt hier die ganzen Ritzen mit Epoxy stabilisieren, bevor ich dann dran gehe, hier plan zu fräsen und zu schleifen. Sonst fällt mir das Ganze wieder auseinander. Ich experimentiere hier mit zwei verschiedenen Formen, eine aus Klarsichtfolie und eine aus Alufolie. Das Harz hat jetzt über Nacht Zeit auszuhärten und jetzt versuchen wir das Ganze mal zu entformen. Ganz klarer Fall, die Haushaltsfolie lässt sich viel besser entformen. Die Vorrichtung zum Planfräsen mit der Oberfräse habt ihr wahrscheinlich in der einen oder anderen Form schon mal irgendwo gesehen. Das sind zwei Schienen, links und rechts, auf denen ein Schlitten fährt. Auf diesem Schlitten bewegt sich dann die Oberfräse und das Werkstück liegt hier nochmal auf zusätzlichen Erhöhungen, einfach dass es in den Schnittbereich von der Oberfräse kommt. Und dann wird das Ganze zeilenweise und ebenenweise ganz vorsichtig runtergefräst. Zum Planfräsen benutze ich hier so einen Dreischneidenfräser mit Hartmetalleinsätzen. Die kommen sehr gut mit dem Aluminium klar, das habe ich schon ausprobiert. Und ich nehme als sehr, sehr vorsichtige Späne weg, immer nur ganz wenig Zustellung. Das wird voraussichtlich die zukünftige Unterseite. Das heißt, es reicht, wenn es einmal plan gefräst ist. Soweit bin ich jetzt. Ich bin überall im Holz. Jetzt muss das Ding umgedreht werden. Ich bin mit der Frästiefe jetzt auch am Anschlag. Das heißt, es muss jetzt noch eine Ebene weiter erhöht werden. Und dann geht es weiter. Bevor ich mich jetzt an die eher langweilige Schleifarbeit mache, möchte ich euch noch kurz eins meiner nächsten Projekte vorstellen. Es ist im Prinzip das gleiche in groß. Ein River Table oder so dick wie die Scheibe hier ist, vielleicht eher zwei. Was meint ihr? Eher richtig fett oder eher zwei normal dicke? Und auch hier soll der Riss mit Alu gefüllt werden. Wahrscheinlich auch wieder mit diesen Butterflies auf beiden Seiten oder vielleicht auch versetzt, eher wie bei einem Reißverschluss. Sagt mir gerne mal, was ihr davon haltet. Wenn es interessiert, bleibt dran. Abonniert auch gern, dann verpasst ihr nichts. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis das Ding hier spruchreif ist, sage ich gleich dazu. Nach dem Schleifen ergaben sich die ein oder andere offene Stelle, speziell hier in dem verkohlten Bereich. Da werde ich jetzt noch ein bisschen Epoxy nachgießen, um eine geschlossene Oberfläche zu kriegen. Ich habe die Lücken ausgegossen, das Epoxy aushärten lassen und nochmal abgeschliffen und jetzt kommt die endgültige Deckschicht. Nach etlichen Schichten Oberflächenbehandlung, jeweils mit Zwischenschliff mit 320er Körnung, ist das hier jetzt also der aktuelle Stand. Und jetzt muss aus der Platte ja auch noch ein Drehteller werden. Ich habe dementsprechend die Zeiten, als die Lackschichten und Epoxyschichten jeweils getrocknet sind, genutzt und habe hier mal so eine Bodenplatte hergestellt. Das war keine Kunst, deshalb bin ich da jetzt auch nicht näher drauf eingegangen. Einfach nur eine runde Scheibe aus einem Stück Holz. Bisschen abgerichtet und damit hat sich's. Da kommt jetzt hier so ein Drehteller-Lager drauf und da oben drauf dann also letzten Endes hier der eben hergestellte Drehteller. So soll das dann am Ende funktionieren. Und ihr hört schon, eins der beiden Probleme, die ich mit diesen Drehteller-Lagern habe, ist, die sind relativ laut. Und die haben für meinen Geschmack hier auch zu viel Spiel. Das führt dann am Ende dazu, dass der Teller schräg steht, wenn einseitig Gewicht drauf ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das heißt, ich werde jetzt hier, ja man sieht es, man kommt hier von der Seite noch rein. Ich werde jetzt hier ein bisschen Fett in das Kugellager noch reingeben, um das Geräusch zu minimieren. Und dann werde ich hier den Blechring vorsichtig noch ein bisschen zunieten. Ich habe hier einen Körner und einen Durchschlag. Mal gucken, womit es besser geht.
So, also klangtechnisch gefällt mir das jetzt schon wesentlich besser. Jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen hier diesen Blechring etwas enger vernieten. Okay, so gefällt mir das Ganze schon wesentlich besser. Jawohl, dann können wir jetzt zur Montage schreiten. Soweit war es ganz einfach. Aber wie schraube ich jetzt die anderen 4 Schrauben in dem oberen Teil fest? Da müssen wir jetzt einen kleinen Trick anwenden. Und zwar markieren wir uns jetzt hier eins von den Löchern, wenn man es diagonal stellt. Und bohren hier ein etwas größeres Loch durch. Ich nehme da einen 15 mm Forstnerbohrer und habe damit den Zugang dann von unten durch die Platte durch zu den letzten paar Schrauben. Okay, jetzt suche ich mir hier den Mittelpunkt. Das ist leider bei praktisch keinem Baum tatsächlich der absolute Kern. Die wachsen ja immer ein bisschen asymmetrisch. Das wird es hier also so nach Gutdünken abgeschätzt. Ein bisschen Eiern wird daran sowieso immer. Und dass ich den nachher auch wiederfinde, nehme ich wieder den altbekannten 8 mm Bohrer und markiere mir hier den Mittelpunkt. Gut, also dann kommt das Ding jetzt wieder kopfüber drauf. Der Bohrer als Zentrumsfinder. Und wenn man jetzt hier durch das Loch durchpeilt, dann seht ihr jetzt hier durch das gebohrte Loch durch, das Loch in dem zweiten Blech von dem Drehtellerlager. Und da werden wir jetzt der Reihe nach markieren, dann das Ganze anbohren und verschrauben. So, und da haben wir es. Nummer 1 fertig. Und Nummer 2 auch.